Nachdem wir euch letztes Mal schon von den Hitzeproblemen bei den Bergfahrten erzählt haben und unseren Kühlwasserproblemen, hat uns das trotzdem nicht daran gehindert, nach Chengdu zu fahren, um dort die Pandas anzuschauen. Außerdem haben wir ein wenig die Stadt erkundet und die grandiosen Straßen bewundert. Und wir haben es uns auch nicht nehmen lassen, Hotpot essen zu gehen. Und bei all diesem Trubel hatten wir vergessen, dass wir ja eigentlich ein Hitzeproblem bei unserem Auto haben. Hi, wir sind Andi und Myri und in unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny dokumentieren wir hier unsere Reise nach Asien. Hallo und Ni Hao aus China, genauer gesagt kurz vor Chengdu. Nach einer kurzen Lagebesprechung mit Charlotte und Ken, wo denn der Parkplatz ist, hatten wir diesen auch gefunden. Da wir super hungrig waren, haben wir uns das nächste Suppenrestaurant gesucht, haben noch schnell etwas gegessen und dann ist Andi noch etwas sehr spontan eingefallen. Andi, wo bist du? beim Friseur. Es war wirklich anders beim Friseur, denn die Jungs dort haben uns erzählt, dass es ähnlich wie in einem Fitnessstudio ist, man wird Mitglied beim Friseur und somit bekommt man ermäßigte Preise. Da wir kein Mitglied waren, haben wir ein bisschen mehr gezahlt, war aber auch nicht wirklich teuer für uns. Und wie fühlst du dich? Sehr gut. Ich finde es auch sehr, sehr hübsch. Sehr gut. Tschüss. Okay, Andi, Ach so. erzähl mal von deinem chinesischen Friseurbesuch. Wie viel hat es gekostet? 6,23 €. Wurde eine halbe Stunde lang mein Haar viermal gewaschen und dann geschnitten. Und davor massiert? davor hatten wir 2 Po-Suppen, eine große und eine kleine Suppe. Und die haben zusammen auch nur 4 € gekostet. Ich glaube also 2 pro Suppe. Wir sind übrigens gerade in Chengdu, einer der größten Städte des Landes. Andi, weißt du, wie viele Einwohner Chengdu hat? Nein. Ja, ich müsste das jetzt auch mal googeln. Die Spannung steigt. Alle wollen das wissen. Chengdu ist für sein scharfes Essen und seinen aromatischen Hotpot bekannt. Sowas weiß ich natürlich wieder. Rat mal, wie viele Leute hier wohnen. 10 Millionen. 22 Millionen. 22 Millionen Ja, ist halt eine Kleinstadt. in dieser kleinen Stadt. Oh ja. Ich glaube, Aber das ist die letzte Schätzung von 2021. oh, dann sind es jetzt wohl wieder weniger, schätze ich mal. Am nächsten Morgen bin ich mit Leuten aus unserer Gruppe zur Panda-Station gefahren, während Myri sich einen schönen Tag gemacht hat. Hier im Panda Breeding Center haben sie über 100 Pandas und das sind lauter groß angelegte Örtlichkeiten, wo die Pandas dann viel Platz haben. Und es ist wunderschön hier, richtig tropisch. Es ist unglaublich heiß, wir haben 28 Grad, aber eine riesige Luftfeuchtigkeit. Also man muss hier schnell weitergehen.
Man wird weitergeschickt, immer in Bewegung bleiben. Man muss eine halbe Stunde anstehen und darf man 10 Sekunden an den Pandas vorbeilaufen. Toll, oder? Aber es sah schon süß aus. Wir hatten Spaß, die beiden. Pandas haben ein recht dickes Fell und im Sommer halten die sich gerne in den Bergen auf höheren Höhen auf, wo es kühler ist. Wie man sehen kann, haben sich in der Panda Breeding Base die Pandas immer nur innerhalb der Räume aufgehalten, weil dort war eine Klimaanlage. Also ist es echt ein bisschen schade, dass dieses Zentrum so tief gebaut wurde und nicht in den Bergen, wo es eigentlich hätte sein sollen. Also diese roten Pandas haben meiner Meinung nach nicht sehr viel mit den Pandas gemeinsam. Die schauen halt von der Form ganz anders aus, sind viel kleiner. Und die essen halt auch Bambus und hängen irgendwie im Baum und entspannen die ganze Zeit. Also ja, aber sind doch irgendwie ganz anders. Also noch ein Fun Fact, ich weiß nicht, ob sie es bei jeder Bedrohung machen, aber bei den meisten Bedrohungen machen sie sich größer, richten sich auf ihre Hinterpfoten auf und stellen sich hin, um größer zu wirken, um den Angreifer abzuschrecken. Ob das immer klappt. Hinter mir wurde gerade ein Film gezeigt über dieses Brutverfahren hier und es ist wirklich unglaublich. Also die Baby-Pandas haben ein Gewicht von 100 bis 150 Gramm, die sind so hilflos. Das ist mir vollkommen klar, warum die in der Natur echt große Probleme haben zu überleben. Die sind wirklich so winzig und die werden ja, das Gewicht von einem Baby ist 1/1000 von dem Gewicht der Mutter. Und das hier ist das größte Panda-Brutzentrum auf der ganzen Welt. Und hier mit DNA-Technik verhindern sie Inzucht und dergleichen. Und sie haben hier schon 300 Pandas großgezogen in den letzten 30 Jahren. Also 1987 wurde das hier gegründet. Und ja, die werden jetzt auch wieder freigelassen in die Natur, was sehr schön ist. Und es ist aber extrem beeindruckend. Und ich verstehe vollkommen, warum das notwendig ist. Weil diese Tiere auch nur 72 Stunden im Jahr sich überhaupt fortpflanzen. Und dann auch noch die Babys so dermaßen hilflos sind. Im Frühling wird sich gepaart und im Sommer kommt das Baby auf die Welt. Und dann hat es eben dieses geringe Gewicht und ist so hilflos. Und erst nach 8 Wochen überhaupt öffnet es die Augen. Und also, ja, total beeindruckend. So, wir sind in Chengdu und es ist sehr, sehr warm. Die Luftfeuchtigkeit wird auch immer höher. Ich würde sagen 35 Grad. Und hier stehen wir für 2 Nächte mit all unseren Fahrzeugen. Da Madeleine und Lukas. Die sind aber heute bei den Pandas, also die Hälfte der Gruppe sind bei den Pandas. Denn Chengdu ist ja die Panda-Stadt hier. Und wir stehen in so einem alten Industriegebiet, das so ein bisschen zur Hipster-Area rumgebaut wurde. Ich gehe mir jetzt ein klimatisiertes Café suchen und mach mal Me-Time. Der Andi ist mit zu den Pandas. Und ja, hier ist es echt ganz cool. Das wollte ich festhalten. Also hier sind die alten Industriegebäude, die teilweise zur Sporthalle, zu Werkstätten, zu Kreativraum und Cafés und so umgebaut worden sind. Und nebenan sind quasi die Wohnbezirke. Hier sind überall kleine Cafés. Also man muss schon sagen, die Chinesen geben sich echt riesengroße Mühe, ihre Städte auch wohnlich zu gestalten,
sodass man sich auch in so einer 22 Millionen Einwohnerstadt wohlfühlt. Allerdings kann ich jetzt natürlich nur von hier sprechen. Wir sind, nicht im Zentrum, das ist nicht das Zentrum, aber schon ein wohnliches Zentrum. Hier sind die Public Toilets, die sind auch ganz cool. Aber ich weiß natürlich nicht, wie es so außerhalb der Stadt in Wohngebieten aussieht. So, wenn das offen hat, ja, es hat offen, gehe ich hier rein. Hier war ich gestern schon einen Kaffee trinken. Man muss sagen, Kaffee ist hier unglaublicher Luxus, denn er ist sehr, sehr teuer. Man kriegt quasi 2 Mittagessen für den Preis von einem Kaffee und das finde ich schon im Verhältnis sehr, sehr teuer. Deswegen ist es ein unglaublicher Luxus und bin mir bewusst, was ich mir da gönne. So, ich sitze jetzt in diesem hipster, voll klimatisierten Coworking Space, glaube ich zumindest. Und worke was. Auf jeden Fall ist es schon ganz cool. Ich habe mir auf jeden Fall was zum Arbeiten mitgebracht. Zum Handarbeiten. Und werde jetzt für die Lohne ein Haarband basteln. Der verfolgt dich. Schnell, lauf. Da sind Pikachu drin, den Glumanda und den Wiederstab. Da oben. Und ein Enton. Da oben. Was ist dein Lieblings? Biladam. Biladam. Glumanda. Glumanda. Sind wir ein bisschen doof? Hier habe ich versucht, für uns eine PlayStation 5 minutenweise für uns zu mieten, habe es aber irgendwie nicht hinbekommen mit Alipay. Schade, aber es geht prinzipiell. Das sind immer krasse Massage. Das sind voll die kleinen Kapseln. In der Mall waren wir gerade. In die Mall gehen wir jetzt. Limone, Chili. Chili. Ist Chili drin? Nach was schmecken die? Ganz okay. Wir sind jetzt am K-Coffee. Das erste Café, das wir gefunden haben, wo man Kaffee auch für asiatische Preise kriegt. Das heißt, so für ungefähr 10 Yuan umgerechnet 1,20, 1,25. Und das ist auf jeden Fall halb so teuer wie die anderen Cafés, die wir sonst so hier erschwungen haben. Und das Coole ist, jetzt wo wir hier in Chengdu sind, da treffen wir am laufenden Band Chinesinnen, immer Frauen irgendwie, die Englisch sprechen. Das erste Mal in dem Land. Und das finden wir sehr cool. K-Coffee gehört zu KFC und KFC ist wirklich riesig in China. Ja, hier kann man es sehen schon. Ja. E-Maps ist wirklich die krasseste Navigations-App, die wir kennen. Aber das ist richtig. Wir sind wirklich in der 3. Ebene von Straßen richtig gefahren. Fühlt sich auch ein bisschen so an, als würde man so durch die ganzen Hochhäuser fliegen. Ja. Also das ist die letzte Stufe, bevor es fliegende Autos gibt. Weil man hier auch schon in der Luft rumfliegt. Stell dir mal diese Stadt als Lost Place vor. Du meinst nach der Zombie-Apokalypse? Mhm. Ja. Krass, echt krass. Wobei, hier sind schon überall so viele grüne Pflanzen zwischen den Hochhäusern, dass ich glaube, dass die Natur hier relativ schnell wäre im Zurückerobern. Wahrscheinlich, ne? Die Vegetation außerhalb der Stadt ist ja auch krass. Ja, die Brückenpfeiler sind alle hier bewachsen von irgendwelchen Pflanzen, die sich wo hochschlängeln können. Und ganz viele Dächer hier sind auch begrünt.
Wir fahren einfach mal 80 km/h durch die Innenstadt. Ich kenne keine Stadt in Europa, wo das geht. Und mir ist auch aufgefallen, also ich meine, in der letzten Stadt dieser Größenordnung, in der wir waren, das war ja Peking. Und wir fahren richtig viel krassere Autos rum als in Peking. Heute ist uns auf jeden Fall was Spannendes passiert bei der Mautstation. Und zwar wollten sie uns heute höher abkassieren als sonst. Wir sind hier hochoffiziell in China ein kleiner oder ein normaler PKW und so wurden wir bei den Mautstationen auch immer abkassiert. Heute wollten sie aber auf einmal das Doppelte von uns haben. Das fanden wir seltsam und haben diskutiert, was wir mittlerweile machen. Da bin ich sehr stolz auf uns. Und letztendlich mussten wir dann unsere Reiseleitung, die Jinsu, anrufen, die sich dann super lieb für uns eingesetzt hat. Und daraufhin wurde dann nochmal der Vorgesetzte des Menschen, der an der Mautstation sitzt, angerufen. Und letztendlich mussten wir dann nicht eben diesen doppelten Preis zahlen. Wir sind sehr froh darum und wir sind auch unserer Reiseleitung sehr dankbar dafür, dass sie sich eingesetzt hat. Und es ist einer der Vorteile, auch mal mit einer Reiseleitung oder einer Agentur unterwegs zu sein. ...38 Grad, das wird noch heiß, das wird wieder eine Nacht. Also man kann es nicht sehen, weil ich gerade erst ausgestiegen bin, aber es ist der Ofen. Wir haben den Ofen gefunden. Hier sind schon Palmen, man kann schließen, es könnte hier wärmer sein. Wir sind auf diesem Parkplatz, überall lassen die Busse ihre Motoren laufen, um ihre Klimaanlagen zu betreiben. Und das erzeugt einfach eine Hitze hier, die ist abartig. Und hier werden wir jetzt den kompletten Tag verbringen und hoffentlich schaffen wir es noch, uns aufzuraffen und den großen Buddha anzugucken da hinten. Aber ja, die 3 LKW, also wir und die beiden anderen sind schon hier. Der Rest unserer Gruppe wird noch auftauchen. Aber hey, das ist heute der Ofen. Also ich werde jetzt hier komplett zerlaufen. Ich werde einfach nur schwitzen, schwitzen und schwitzen. Also wir sind jetzt hier beim Great Buddha angekommen, nur um letztendlich nicht hinzugehen. Denn der ist nur halb zu sehen. Irgendwie die Hälfte wird gerade renoviert. Der Eintritt liegt bei 80 Yuan, also umgerechnet ein bisschen mehr als 10 Euro. Und das finden wir irgendwie zu viel. Und am besten kann man ihn wohl vom Wasser sehen. Also der Great Buddha ist die weltweit größte sitzende, in den Stein gehauene Buddha-Figur, die es gibt. Eigentlich schade. Aber wir haben ein bisschen Glück. Also es ist sau heiß. Mit sau heiß meine ich so in den Autos haben wir irgendwie schon zwischen 45 und 50 Grad festgestellt. Aber wir sind hier an einem Platz, wo wir so einen schönen, großen Park haben. Hier lässt sich's aushalten. So, wir haben jetzt geduscht. Und zwar hier draußen. Aussicht. Bei Sonnenuntergang mit Skyline. Mit Skyline. Zwischen den LKWs auf dem Busparkplatz. So geht's auch. In China ganz oft. Da wir es in Chengdu nicht geschafft hatten, hatten wir mit ein paar Gruppenmitgliedern beschlossen, noch Hotpot essen zu gehen. Eine sehr gute Entscheidung. Hotpot ist übrigens das asiatische Fondue. Man bekommt eine Brühe und kann dann Fleisch, Gemüse, Tofu, Nudeln, alles was man möchte in die Brühe tunken. Meistens ist der Hotpot sehr scharf, deswegen der Name. Wir haben hier aber eine Version bekommen, die wir Europäer auch vertragen. Es ist nicht Regen vorhergesagt für niemals hier. Und doch regnet es. Und wir sind hier im Restaurant weit entfernt von unserem Auto. Und unser Dachfenster ist auch super. Also wir kamen zurück und unser Auto war 3/4 unter Wasser. Nein, also wir haben
3 Handtücher vollgesaugt und damit ist, glaube ich, die größte Feuchtigkeit beseitigt. Hinter der Möhre ist unser Bett noch sehr nass, aber nur ein kleiner Teil. Ja, es ist echt sehr nass. Aber unser neuer Ventilator pustet da jetzt Vollgas drauf und zusammen mit der großen Wärme, die wir haben, immer noch 25 Grad, wird das schon bald trocknen. Und wir gehen jetzt nochmal raus und trinken ein kühles Bierchen und danach ist es hoffentlich schon trockener. Ja, der Witz an der Sache ist, dass wir eigentlich echt, wenn wir das Auto verlassen, immer alles schließen. Jetzt sind wir hier aber in der Gruppe unterwegs und man fühlt sich einfach irgendwie sicherer und weiß auch so, ja gut, der Nachbar, der gerade noch da ist, hat noch ein Auge auf dein Auto. Und mit so einer Sache, dass es dann anfängt zu regnen, wie aus Eimern, haben wir halt irgendwie, da haben wir nicht dran gedacht. Jetzt haben wir schon 2/3 unserer China-Durchquerung rum und es wird immer heißer und heißer. Und heute waren wir beim weltgrößten in den Stein gehauenen Buddha. Wir wollten ihn uns angucken. Wir wollten ihn natürlich ganz sehen und das wäre nur mit dem Schiff möglich gewesen. Jetzt haben wir heute Morgen schon versucht, ein Schiff zu kriegen. Und dann meinten die so, der Wasserstand ist niedrig, wir sollen um 12 nochmal wieder kommen. Jetzt haben wir 12 und der Wasserstand ist immer noch zu niedrig. Das heißt, heute fährt kein Schiff. Also haben wir beschlossen, schweren Herzens jetzt weiterzufahren, ohne diesen riesengroßen Buddha zu sehen. Und jetzt gehen wir am Einkaufen, denn heute steht nochmal eine 400 Kilometer Fahrt an. Ja. Eine 400 Kilometer Fahrt an und ja. Aber dafür können wir dann am nächsten Spot wieder 2 Tage stehen bleiben, was auch schön ist. Der große Schreck des Tages ist, unser Kühlmittelreservoir ist wieder leer gewesen. Ich habe über 1 Liter Kühlflüssigkeit nachgefüllt und wir haben wahrscheinlich also doch irgendwo ein Leak, ja, also ein Loch, eine Undichtigkeit. Und wir sind jetzt gespannt, ob wir pannenfrei weiterkommen, ob wir einfach weiter in Kühlflüssigkeit nachfüllen oder ob wir dann doch notgedrungen in der Werkstatt müssen fahren heute. Also jeden Tag was Neues, langweilig ist es auf jeden Fall nie. Manchmal sehnt man sich nach Langeweile. Also wir essen gerade zu Mittag. Wir haben hier diese Bautzen, da kostet so ein Stück 20 bis 30 Cent. Jetzt, so sieht das aus. Die mag ich besonders gerne. Nee. Und dann hatten wir hier so Brot mit Lauch drin. Das spielt keine Rolle. Das ist etwas teurer, aber auch noch unter 1 Euro. Und hier für 5 Yen 70 Cent noch Drachenfrucht als Nachtisch. Frei nach dem Motto, du hast ein Land erst gesehen, wenn du in einer Werkstatt warst. Frönen wir mal wieder unserem Lieblingshobby und sind mit Jenny in der Werkstatt. Als wir vorhin beim Mittagessen im Supermarkt waren, da wussten wir schon, dass wir direkt danach eine Werkstatt suchen müssen. Weil auf dem Parkplatz haben wir schon beim Aussteigen gemerkt, dass eine große Pfütze unter dem Auto war. Wir haben also sehr viel Flüssigkeit verloren. Unser Guide war rein zufällig auch bei uns im Supermarkt dabei und hat dann für uns versucht, online eine Werkstatt zu finden. Aber am Ende war dann das Erfolgsrezept, einfach die Nationalstraße entlang zu fahren und dann dort am Wegesrand so lange zu fragen, bis man eine Werkstatt finden konnte, die einem helfen konnte. Okay, also hier kann man es wirklich gut sehen. Der Schlauch war hier befestigt, das war der Kühlwasserschlauch. Und hier, das hat gereicht bei hohen Drücken. Dann ist hier wirklich das Kühlwasser raus. Und zwar nur bei sehr hohen Umdrehungen. Und es hat mir wirklich wehgetan. Als sie getestet haben, haben die das Auto ganz sicher in den großen Drehzahlbereich befördert. Ja. Die haben ihn auf 4.500 Umdrehungen gebracht. Ja, also das war's. Und jetzt haben sie den Schlauch abgeschnitten und der Schlauch ist jetzt näher dran. Berührt es auch einen anderen Schlauch, das heißt, die Wärme geht in den anderen Schlauch über und der schmilzt so ein bisschen. Deswegen habe ich gerade gefragt, ob sie noch eine Isolierschicht dazwischen packen können. Und es ist so gut, dass wir Jigsaw dabei haben. Sie kann alles übersetzen. Genau, weil sie ist echt eine gute Hilfe. Best Guide on the planet. Und jetzt wird ein neues Kühlmittel angefüllt. Ich sehe, das ist irgendeine chinesische Marke, aber das wird schon funktionieren. So, nachdem der Schlauch jetzt hier kürzer ist, stößt er hier noch mehr an dem anderen. Und der war schon so ein bisschen von der Hitze beeinflusst. Und jetzt wurde hier so ein Isolationsband umgewickelt und mit Kabelbinder befestigt. Genau. Hochprofessionell, aber zumindest effektiv, hoffen wir. Weil was hier drin verläuft, das weiß ich nicht. Wir lassen jetzt die Kühlflüssigkeit raus. Hier geschieht es. Es ist am unteren Ende des Kühlergrills und es ist einfach ein Schlitzschrauben
AC. Und das läuft jetzt hier auf den Boden. Denn das macht man hier so. Ja. Dann kriegen wir komplett neue Kühlflüssigkeit. Blue Star. So, wir sind wieder zurück auf der Straße. Das Auto fährt wieder. Und was hat uns der ganze Spaß gekostet? Insgesamt 200 Yen, umgerechnet sind es 25,40 €. Das Ganze für ein komplett neues Kühlwasser, ein komplettes System und die Reparatur am defekten Schlauch. Das ist wieder mal so günstig. Ja, und die Werkstattmitarbeiter waren wieder fix, wie eigentlich in jedem Land, in dem wir bis jetzt waren. Und ja, ich bin happy, dass wir Chingsu dabei hatten. Damit ist es einfacher, muss ich echt gestehen. Damit das Video nicht zu lange wird, machen wir jetzt erstmal Schluss. Beim nächsten Mal fahren wir zu meiner großen Freude in die Berge, wo wir das erste Mal in diesem fantastischen Land wild campen können. Außerdem entdecken wir nochmal eine neue Art und Weise, wie man in China essen kann. Und sind das allererste Mal auf einem richtigen Campingplatz, auf dem wir nicht nur Zelte und Camper entdecken. Jetzt erstmal ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.